Persönliches Logbuch Lieutenant Ted. Unser zweites Treffen mit der USS Buran lief gelinde gesagt nicht so gut. Als wir im System ankamen und uns mit der Buran treffen wollten, war diese bereits in einem Gefecht mit mehreren klingonischen Schlachtschiffen und Bird of Prey. Wir konnten zwar einige Klingonen von der Buran ablenken, allerdings hat die Buran zu starken Schaden während des Gefechts genommen, und selbst nachdem das letzte Klingonenschiff zerstört wurde, wurde die Buran aufgrund der strukturellen Versagens zerstört. Ein trauriger Anblick. Viele gute Offiziere sind bei diesem Vorfall gestorben. Der Rest der Crew, sprich Captain Lorca, Commander Lansky, ihre Freundin Lieutenant Padelwas und Lieutenant Kenry und ein Sicherheitsoffizier sind mit der Triton aus dem Bereich entkommen. Als wir nun weiterfliegen wollten oder auch mussten, da Captain Lorca verletzt wurde und dringend medizinische Hilfe brauchte, welche wir nicht mit der Triton geben konnten, sind wir mit einem Shuttle wollten mit einem Shuttle zur nächsten Sternbasis fliegen, um dort Captain Lorca abzugeben. Die Triton hatte den Auftrag erhalten, weiter im System zu bleiben und zu patrouillieren. Leider wurden wir auf dem Weg zur Sternbasis von einem klingonischen Bird of Prey angegriffen, welche allerdings darauf aus waren, nicht uns zu zerstören, sondern sie wollten uns einfach nur deaktivieren. Das Shuttle wurde bei diesem kurzen und ungleichmäßigen Gefecht stark beschädigt und wir sind auf einem Eisplaneten abgestürzt. Position aktuell unbekannt. Wir haben nun Zuflucht in einer Höhle gefunden und uns aufgewärmt, was gegessen, ein paar Ressourcen gesammelt, damit Lieutenant Kenley einen Subraumtransmitter basteln kann. Und jetzt gehen uns aber langsam die Vorräte aus. Mein Team und ich werden uns aufmachen, die Gegend erkunden, um ein paar Lebensmittel und eventuell weitere Ressourcen zu finden. Logbucheintrag Ende. So, und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu Star Trek Online. Wie wir in der letzten Episode ja mitbekommen haben, sind wir auf einem Eisplaneten, ich sag mal, unprofessionell gelandet und uns gehen die Vorräte zu Ende. Zu Neige. Nicht zu Ende, die gehen auch zu Ende, ja, aber sie gehen uns zu Neige. Die Mannschaft ist soweit, bis auf Captain Lorca wohl auf. Und der möchte jetzt mit uns reden. Und das werden wir dann jetzt mal machen. Listen, I have to count on you. Landry's competent, but this might be too much for one person to manage. There we are, and we have to be prepared to fight. You and I both know it's only a matter of time before the Klingons find us. I need to know you'll be ready to make the hard call if it comes down to it. Kriegen wir, glaube ich, hin. You're dealing with Klingons. There's no room for weakness. The Vulcans know this. When you face Klingons, act from a position of strength whenever possible. When they come, you need to be ready to hit them hard. Give no quarter. Wir werden es versuchen. You have. And not like this. You might find yourself in a situation real soon where doing things by the book won't get the job done. And people depending on you will die. Understand? Trust your instincts when it comes to that, not the regulations. Be prepared to make the hard call. Wir werden den Hard Call machen, Captain. Check in on the rest of the team. They need to stay motivated. Ja, gut. Ich werde die Dialoge jetzt hier schnell durchklicken, weil wir haben die ja beim letzten Mal schon gemacht. Ich habe dann allerdings das Spiel beendet, weil es halt auch schon spät abends war. Und jetzt beim Wiedereinloggen sind wir jetzt erstmal hier wieder an der Phase, an der Position, und ich muss das Ganze jetzt nochmal durchgehen. Von daher werden wir das schnell durchklicken. It's not luxury. I'm here. Ja.
Ah, good morning. Well, I'm mixing up some nutrients. Well, we've all... Gut. Na komm, Laundry. Doing the rounds, eh? Ja. Good point. Machen wir uns auf den Weg. Suchen wir uns was zu essen. Bei den Firmerolls, das waren diese sumpfartigen Geysire. Gehen wir da mal wieder hin. Losing the Baran was hard. You know, I don't have much left. But I am ready to fight for it. For them. My people from the Baran, they're my family. Starfleet, they give us tools and training, sure. But the most important thing that they give us is each other. Ja, gut. Wir merken, Landry hat mit dem Verlust der Buran natürlich schwer zu kämpfen. Und ich hoffe, es kommen jetzt nicht wieder diese komischen Skorpion-Dinger. So. Jetzt müssen wir hier was sammeln. Okay, dann gehen wir da mal hin. Passt auf, ich sammle jetzt. Und dann explodiert das Ding. Ich kenne mein Glück. Ne? Oder auch nicht? Okay. Ich will nichts sagen, aber ich habe mich gerade erschrocken. Wie man wahrscheinlich an der Mausbewegung gesehen hat. Alter. Ja. Warte ich auf die nächste Eruption. Ja, besser ist das. So, 3 soll ich sammeln. Okay. Was ist das nochmal für eine Waffe? Pulswellenwaffe, okay. Scheint ganz nett zu sein. Aber ich weiß nicht, ob die auf der Entfernung That was should be bringt. enough. Let's go. Wo müssen wir denn hin? Da, ne? Irgendwie... Ah, da geht's hoch, okay. Leicht suizidgefährdet, die Kleine. Ich bin an der Höhle zurück. Hallo? Juhu, Quest. Dann gehen wir nochmal raus. Ja, manchmal. Honey, I'm home. Oh, good. Wait till you see what I've done with the cave. Ja, was hast du denn daraus gemacht? Sieht aus wie vorher. So. what you got there? Magnesite? Ah, indium. We can use that. I'll take those off your hands. The indium can give us some power. Just don't loiter around it. It's radioactive.
I can probably use the magnesite to make some explosive charges. You know, just in case. Radioaktiv, ja. Ja, eigentlich hätte ich das auch in der Akademie lernen sollen. Na gut, egal. Explosives in a cave like this. That's not one of your best ideas, Kerwin. Even if we don't collapse it on our heads, we'd probably trap ourselves. We'd be stuck, unless we could burn a new way out with our phasers. Jo. Sealing off the cave entrance and finding another way out is superior to being devoured by those ice creatures you mentioned. Put the explosive near the tunnel entrance. See if you can rig up a remote detonator. Better to have the option and not need it than to need it and not have it. Weise. I should have just enough parts to make a short-range radio detonator for the explosives. I can work on that while someone else sets up these canisters. With the magnesium as an accelerant, and some of the gelled thruster fuel from the shuttle, they'll go up once a charge is applied to them. Mhm. Ja, ich platziere das mal. Wird schon schief gehen. Also hier ist nicht der Höhleneingang, aber egal. Gut. Patel, wo ist denn Patel? Da ist Patel. Glad to see you made it back in one piece. Judging by the looks on your faces, you didn't come back empty-handed. That's good news. Come and have a seat, Ellen. Got a reasonably smooth rock, nice and heated up for you. Oh, Sitzheizung. Sehr cool. Looks like the best rock in the house, too. Thanks, Emma. You're always looking out for me. Okay, let's talk next steps. Kerwin, we're gonna need that transmitter real soon. We've bought a little time, but not much. This cold's not going anywhere, and neither are the Klingons. Ja, time is running. You're not wrong, but consider. We survived the Klingon ambush, and a crash landing, and those things that tried to eat us, whatever the hell they were. The captain's still with us, and we have each other. Remember, we're Starfleet. We can't give in to despair. When times are worst, that's when we need to rise to our best. Ja, wir dürfen nicht aufgeben. Agreed. Let's not lose sight of what matters the most here. Okay, everyone, get some rest. I know I'm beat. Please tell me we have some more of that moss around. I need to pad out my thermal bag. It's keeping me warm, but this cave floor is doing a number on my back. Eieieiei. Naja, mal gucken, ob wir noch was finden. Für die Nacht lagern. Dann lagern wir mal. I think we're in business here. The distress beacon's operational. It actually works. I mean, it's ugly and full of hacks, but we can send out a distress signal with the beacon now. Die Frage ist, wer das Signal erreicht. Hold on. If we use the beacon, won't the Klingons receive the signal too? If they're still trying to find us, they'll know exactly where we are once we turn that on. This cozy little cave will be crawling with Klingons sooner than any of us would like once that happens. Ja. None, unfortunately. We turn it on, and it'll be out there for all to see, friend and foe alike. We're hoping that Federation ships at Pryor's Room will hear it and respond before the Klingons do. It's a risk, but one we need to think about taking soon. Ja. Na gut. Ich wette, die Klingonen empfangen es vorher. Agreed. They know we crashed. And unless they gave up the chase, they're still out there. And they will come running the moment they detect this beacon. Count on it. So, we need to be ready to deal with them. And buy ourselves enough time for Starfleet to get here and extract us from this godforsaken ice ball. To a point, they'll eventually bottle us in and use grenades or chemicals. We have to make it too costly for them to hunt us down. Catch them before they catch us. Ambush them. Hinterhalt. Klingt gut. Here's the plan. They'll beam down at the shuttle wreckage and start searching from there.
Their teams will eventually track our route, so we hit them on the way. We'll ambush them at the snowdrifts, then fall back, fighting our way towards the cave. Make them pay for every meter. We don't have to stop them, just slow them down long enough for Starfleet to reach us. Ja, es setzt aber voraus, dass die Sternenflotte das Signal empfängt. Na gut, revanchieren wir uns. Let's take position by the fumaroles and make the Klingons come to us. Yeah. Lasst sie zu uns kommen. Schon wieder raus in die Kälte. Brrr. Remember, the Klingons can be beaten. Meet them with strength. Seize every opportunity. Give no quarter. Fight hard and fight to win. Mhm. Okay. Checkle masters. They're hunting us. Feuer frei. Geh weg. High ground. Catch them. Gut, also die Waffe ist mehr so für den Nahkampf, stelle ich gerade fest. Ich was anderes einstecken? Ja, ich habe meine andere Waffe noch. Ich lieber die. Was war mit High Ground? Ah, hier oben. Okay. Tja. Nehmt eure Positionen Get ein. behind cover. They'll be here any second. Everyone in position. Ready. Affirmative. I see them. Wait for my signal. Let's give him hell. Keep up the pressure. Macht sie fertig. Wieso bin ich der Einzige, der hier schießt? Was würde ich jetzt für Granaten geben? Aua. Oh je. Keep firing. Hold the line. Na, wer stirbt? Oh, das ist aber unfair. That was close. Der sieht ein bisschen aus wie Goron. Get down. Oh nein. Scheiß. Und jetzt? Kerwin's down. Zur Höhle zurück. Okay. Ja, wir können es nicht ändern. Auf zurück. Alle Mann zurück. They're homing in on our signal. Head toward the cave before they flank us.
kommst du denn her? Okay. Keep moving! We'll dig out on the hillside by the rocks. Ups. Fall back to the cave. We can't let them reach Lorca. Ja, We wir won't sind ja last schon long hier. out here, even in cover. Cave's gonna be our best option soon. The rest of you should be ready to fall back to the camp. When that happens, I'll dig in here and cover your retreat. Oh, komm mit, du It's Vogel. a sound tactic. If something goes wrong, you're gonna want someone watching your back. Keep the Pev in reserve in case you need to withdraw. Think like a Klingon. Consider every weapon at your disposal. Ja, I'll okay. make sure you have the time you need. Keep the captain safe. Tell my family what happened here. Tell them I fought for them. And for the Federation. Ja, für die Ehre. Which one of you wants to die first? I thought you Klingons knew how to fight! I give you a warrior's death, Mandoria. It is better than theirs. Bringt das was, wenn ich die hier schon setze? Mal gucken. Irgendwie habe ich heute leicht belegte Stimme. Entschuldigung. Since you're back, I assume that the Klingons are on their way. Give me a phaser. I'll be damned if I go down without a fight. Okay. Würde ich auch nachverlangen. Willst du nur hin? Die Höhle verteidigen. Ey, cool, das hat funktioniert. You! A car, a house Mokai. I am Ian, gonna komm zurück. kill you. It seems I have you cornered. Your minions die. Ups. My troops will deal with you. Gotta shoot. Ich glaube, ich werde gleich drauf Your gehen. captain is, how do you say it? A high value target. You will not enjoy his time as a prisoner of the Empire. They smell blood. They won't stop now. I think it's time we use those explosives, Chief. Do it! Seal off the entrance! Damn! I know that look. What's wrong? Kerwin had it. What? Kerwin had the remote detonator. Make another one then. No parts. We used everything we had. Give me options, Commander. Yeah, running a little short on those, Captain. Can we shoot it to set it off? No way. We just fry the whole package. Oh nein. Ich ahne es. Something with a tricorder then. Maybe? I don't know. What the hell? What are you doing? Come back! This is the only way. It has to be done manually. Wait! No! No, you can't! I love you, Ellen. Always. Always. Amna! Amna, where are you? Can you hear me? Amna? Lander! Amna, tell me where you are! Please. Come back. Commander!
We need to get moving. No. No, I'm not leaving without her. She's gone, Commander. On your feet, soldier. Do not let her sacrifice be in vain. Ja. Okay. Dann bohren wir uns mal einen Weg raus. Und das fällt uns jetzt erst auf. Das ist das Merkwürdige noch daran, ne? Okay. Ups. It'll take a while for the Klingons to make it through the rockfall. Let's make sure we're ready when they do. Was heißt denn fertig sein? Wo sollen wir denn hin? Dead end. Give me options, people. Photon grenades. Breaking through. Klingons don't give up the chase easily. Let them come. I'll take as many of them with me as I can. Lorca here? Captain Lorca, thought we'd lost you. Not from lack of trying. My people and I need immediate extraction. Ask and ye shall receive, Captain. Ready to leave when you are. Und ihr hättet nicht früher da sein können. Personal log. Commander Ellen Landry. She's been gone for months. And every day I'm reminded of her. I even have her job now. Chief of Security. I took it to honor her. To continue her work. To keep people safe. The captain's recovered from his injuries. Mostly. His eyes don't handle the light very well. But like me, he forges on. This war, the Klingons, they've taken so much from us both. For me, for the captain, only duty remains. Long-range sensors are picking up Klingon raiders in this sector. Ready for a little payback? Always. Puh. Okay. It's over. You did what you could. We all did. This time it wasn't enough. Not for everyone. I've heard from the surgeons at Starfleet Medical. They're optimistic about the captain's recovery. Though it's looking like he might have permanent damage to his eyes. Could have been a lot worse. They let me speak to him for a while, and he asked me to pass his thanks along to you. I'm glad he's still with us. We're gonna need officers like him to get through this war. Officers who are willing to do what must be done to stop the Klingons, no matter what the cost. Das ist wohl wahr. We have a situation at Delta Volanus Cluster. One of our research stations there managed to get a partial distress signal off before it was jammed at the source. I need you to get out there and get eyes on the situation. The Klingons are getting bolder since they acquired cloaking technology, but an attack that far into Federation space is bold, even for them. Find out what's going on and render any assistance they might need at the station, if it still exists. Okay, machen wir das. Aber I have a mission for you. das machen wir erst in der nächsten Folge. Es war, puh, ja, also zum Schluss muss ich sagen, okay. Ich habe fast schon gedacht, dass sich die
Patel, ja, Lieutenant Commander halt, selbst opfert, als die Szene kam. Aber schon heftig. Ja, also als viele sind von dem Eisplaneten ja nicht wieder zurückgekommen. Ne? Wir haben 2, 3 Crewmitglieder verloren. Naja, im Verhältnis zu dem Verlust von der Buran ist es natürlich nur eine geringe Anzahl, aber jedes Leben zählt, Leute. So, damit beenden wir die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da, wenn dem so ist. Und lebt lang und in Frieden.